Teilzeitjobs in Deutschland. In Deutschland arbeiten viele Menschen in Teilzeit. Ein Teilzeitjob bedeutet, dass man weniger Stunden pro Woche arbeitet als bei einem Vollzeitjob. Normalerweise arbeitet man zwischen 10 und 30 Stunden pro Woche. Teilzeitjobs sind besonders beliebt bei Studierenden, Eltern und älteren Menschen. Für Studierende sind Teilzeitjobs eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen und gleichzeitig zu lernen. Eltern wählen oft Teilzeit, um Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Es gibt viele Arten von Teilzeitjobs in Deutschland. Man kann in einem Geschäft, in einem Café oder in einem Büro arbeiten. Manche Menschen arbeiten auch von zu Hause aus, zum Beispiel als Übersetzer oder Designer. Für einen Teilzeitjob braucht man oft gute Deutschkenntnisse. Manchmal sind auch spezielle Fähigkeiten wichtig, zum Beispiel Computerkenntnisse oder Erfahrung im Verkauf. In Deutschland gibt es Mindestlohn. Das bedeutet, dass man mindestens 12 Euro pro Stunde, Stand 2025, verdienen muss. Studierende dürfen bis zu 520 Euro im Monat verdienen, ohne Steuern zu zahlen. Ein Teilzeitjob ist nicht nur gut für das Geld. Man kann auch neue Menschen kennenlernen und Erfahrungen sammeln. Für viele Menschen ist ein Teilzeitjob eine wichtige Hilfe im Alltag. Ein Nebenjob für Lisa. Lisa ist eine Studentin aus Berlin. Sie studiert Biologie an der Universität. Lisa möchte etwas Geld verdienen, deshalb sucht sie einen Nebenjob. Eines Tages sieht sie ein Poster im Supermarkt. Auf dem Poster steht, Hilfe gesucht, Verkäuferin für das Wochenende. Lisa denkt, das klingt gut. Ich habe am Wochenende Zeit. Am nächsten Tag geht Lisa in den Supermarkt. Sie spricht mit der Filialleiterin. Die Filialleiterin fragt: Haben Sie Erfahrung als Verkäuferin? Lisa antwortet: Nein, aber ich lerne schnell. Die Filialleiterin lächelt und sagt: Das ist in Ordnung. Wir zeigen Ihnen alles. Am Samstag beginnt Lisa ihren neuen Job. Sie trägt eine blaue Uniform und hilft den Kunden. Ein Kunde fragt: Wo finde ich das Brot? Lisa sagt: Das Brot ist hinten, in der letzten Reihe. Lisa arbeitet an der Kasse, sortiert Waren und räumt Regale ein. Es ist viel Arbeit, aber sie hat Spaß. Nach der Arbeit fühlt sie sich müde, aber zufrieden. Am Ende des Monats bekommt Lisa ihr erstes Gehalt. Sie kauft sich ein Buch und eine Schokolade. Sie denkt, ein Nebenjob ist toll. Marias Teilzeitjob. Maria ist eine Studentin aus Hamburg. Sie studiert Informatik und wohnt in einer kleinen Wohnung in der Stadt. Um ihre Miete zu bezahlen, hat sie einen Teilzeitjob in einer Bäckerei gefunden. Maria arbeitet von Montag bis Freitag, immer von 16 Uhr bis 20 Uhr. Das ist nach ihrer Vorlesung. Am ersten Tag zeigt ihre Kollegin Anna ihr, was sie machen muss. Zuerst musst du die Brötchen und das Brot in die Regale legen. Dann bedienst du die Kunden an der Kasse, erklärt Anna. Maria lernt schnell. Jeden Tag kommt sie pünktlich zur Arbeit. Um 16 Uhr zieht sie ihre Schürze an und fängt an, die Regale mit frischen Backwaren zu füllen. Die Kunden kommen oft nach der Arbeit in die Bäckerei. Maria lächelt und sagt: Hallo. Was möchten Sie kaufen? Manchmal ist es sehr stressig, besonders, wenn viele Kunden kommen. Maria bleibt ruhig und freundlich. Sie wiegt Brötchen, schneidet Brot und gibt den Kunden Wechselgeld. Um 19:45 Uhr beginnt Maria, die Bäckerei zu putzen. Sie wischt die Theken,
leert den Müll und bringt die übrigen Backwaren in den Lagerraum. Um 20 Uhr schließt sie die Bäckerei ab. Maria mag ihren Job, weil sie nette Kollegen hat und viele neue Leute kennenlernt. Sie denkt, ein Teilzeitjob ist anstrengend, aber er hilft mir, Geld zu verdienen und Verantwortung zu lernen. Lukas und sein Nebenjob. Lukas ist 18 Jahre alt und wohnt in München. Er geht noch zur Schule, aber er hat einen Nebenjob in einer Apotheke. Lukas arbeitet dort 3-mal pro Woche, am Dienstag, Donnerstag und Samstag. Am Dienstag und Donnerstag beginnt seine Arbeit um 16:30 Uhr und endet um 19:30 Uhr. Am Samstag arbeitet er von 9 Uhr bis 13 Uhr. In der Apotheke hilft Lukas bei vielen Aufgaben. Zuerst packt er neue Medikamente aus und sortiert sie in die Regale. Danach bringt er die leeren Kartons in den Müll. Manchmal kommen ältere Kunden in die Apotheke und fragen nach Hilfe. Lukas erklärt ihnen, wo sie die Cremes, Vitamine oder Bandagen finden können. Er sagt oft: Die Vitamine sind im 3. Regal auf der rechten Seite. Eine seiner Lieblingsaufgaben ist es, kleine Pakete mit Medikamenten zu Kunden zu liefern. Die Apotheke hat einen Lieferservice, und Lukas fährt oft mit dem Fahrrad durch die Stadt, um die Pakete zu bringen. Am Ende seiner Schicht fegt Lukas den Boden und prüft, ob alles sauber und ordentlich ist. Sein Chef, Herr Bauer, sagt immer: Lukas, du machst eine tolle Arbeit. Lukas mag seinen Job, weil er viel lernt und den Kunden helfen kann. Er spart sein Geld, um im Sommer eine Reise zu machen. Emmas Nebenjob im Kleidungsgeschäft. Emma ist 20 Jahre alt und studiert Kunst in Köln. Sie hat einen Nebenjob in einem Kleidungsgeschäft in der Innenstadt. Emma arbeitet 4-mal pro Woche, am Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag. Am Mittwoch und Freitag arbeitet sie von 15 Uhr bis 19 Uhr. Am Wochenende beginnt ihre Schicht um 10 Uhr und endet um 16 Uhr. In ihrem Job hat Emma viele Aufgaben. Zuerst räumt sie die neuen Kleidungsstücke in die Regale oder hängt sie auf. Sie achtet darauf, dass alles ordentlich und sauber aussieht. Kunden fragen sie oft nach Hilfe: Können Sie mir diese Jacke in Größe M bringen? Emma lächelt und sagt: Natürlich, einen Moment bitte. Manchmal arbeitet Emma an der Umkleidekabine. Dort sammelt sie die Kleidung, die die Kunden nicht kaufen, und bringt sie zurück ins Regal. An der Kasse hilft sie auch. Emma scannt die Preise, packt die Kleidung in Tüten und sagt freundlich: Das macht 45 Euro. Möchten Sie mit Karte oder bar bezahlen? Am Ende ihrer Schicht sortiert sie die Kleidung, die Kunden zurückgelassen haben, und überprüft, ob der Laden aufgeräumt ist.